Katze weigert sich, Neugeborenes allein zu lassen. Der Grund wird dich zum Weinen bringen. Die vollständige Geschichte. In einem ruhigen Vorort von Portland, Oregon, lebte die Familie Chen. Sarah, eine 28-jährige Grundschullehrerin, und Michael, ein 31-jähriger Softwareentwickler. Nach 3 Jahren Ehe erfüllte sich endlich ihr größter Traum. Sie bekamen ihr erstes Kind, die kleine Emma. Doch da war noch ein weiteres Familienmitglied, das genauso aufgeregt war wie die frisch gebackenen Eltern. Luna, eine 3-jährige Maine-Coon-Katze mit silbergrauem Fell und bernsteinfarbenen Augen. Die Ankunft des Babys. Luna war schon 2 Jahre bei der Familie, nachdem Sarah sie aus dem örtlichen Tierheim adoptiert hatte. Sie war immer eine ruhige, unabhängige Katze gewesen, typisch für ihre Rasse. Sie liebte es, auf der Fensterbank zu liegen und die Vögel zu beobachten oder sich in ihrem Lieblingssessel zusammenzurollen. Als Sarah schwanger wurde, bemerkte das Paar bereits erste Veränderungen in Lunas Verhalten. Die Katze wurde anhänglicher, folgte Sarah durch das Haus und legte sich oft auf ihren wachsenden Bauch. Sie weiß, dass etwas Besonderes passiert, scherzte Michael damals. Am 12. Februar kam Emma zur Welt, ein gesundes Mädchen mit 3,2 Kilogramm und 52 Zentimetern. Die Geburt verlief problemlos und nach 2 Tagen im Krankenhaus durfte die kleine Familie endlich nach Hause. Die ersten Anzeichen. Schon in der ersten Nacht zu Hause geschah etwas Ungewöhnliches. Während Sarah und Michael erschöpft von der Geburt und den ersten Tagen mit dem Neugeborenen schliefen, entdeckten sie am nächsten Morgen Luna in einer Position, die sie noch nie zuvor gesehen hatten. Die Katze saß aufrecht neben Emmas Bettchen, wie eine Statue. Ihre Augen waren fest auf das schlafende Baby gerichtet, ihre Ohren gespitzt, als würde sie auf etwas lauschen, was nur sie hören konnte. »Schau mal, wie süß«, sagte Sarah zu ihrem Mann. »Luna passt auf ihre kleine Schwester auf.« Sie machten sogar ein Foto von der rührenden Szene und teilten es mit Familie und Freunden. Aber was als niedlicher Moment begann, entwickelte sich schnell zu etwas, das die Familie zunehmend beunruhigte. Das obsessive Verhalten. Tag für Tag wurde Lunas Verhalten intensiver. Sie verließ das Kinderzimmer praktisch nicht mehr. Wenn Sarah Emma zum Stillen holte, folgte Luna ihnen ins Wohnzimmer und positionierte sich so, dass sie das Baby immer im Blick hatte. Ihre normalen Katzengewohnheiten änderten sich drastisch. Luna, die früher pünktlich zu den Mahlzeiten erschien und laut miaute, wenn ihr Napf leer war, vergaß plötzlich zu fressen. Ihr Lieblingsspielzeug, eine kleine Maus aus Federn, lag unberührt in der Ecke. Es war, als wäre sie in Trance, erinnert sich Sarah. Ich musste ihr das Futter direkt vor die Nase stellen, damit sie überhaupt fraß. Und selbst dann aß sie hastig und rannte sofort zurück zu Emma. Nachts war es noch extremer. Das Paar hatte eine Babyphone-Kamera installiert, um Emma im Auge zu behalten. Wenn sie die Aufnahmen am nächsten Tag durchsahen, war Luna immer da. Stundenlang, bewegungslos, wachsam. Wachsende Besorgnis. Nach einer Woche begannen Sarah und Michael sich ernsthafte Sorgen zu machen. Luna hatte in den letzten Tagen kaum geschlafen, kaum gefressen und zeigte ein Verhalten, das sie noch nie zuvor gesehen hatten. »Ist das normal?« fragte Sarah ihren Tierarzt, Dr. Rodriguez, während eines Anrufs. »Können Katzen eifersüchtig auf Babys werden? Oder ist sie vielleicht krank?« Dr. Rodriguez beruhigte sie zunächst. Viele Haustiere brauchen Zeit, um sich an ein neues Familienmitglied zu gewöhnen. Beobachten Sie Luna weiter, aber machen Sie sich noch keine Sorgen. Doch das Verhalten wurde nicht besser. Es wurde schlimmer. Die Aggression beginnt in der 2. Woche nach Emmas Ankunft, zeigte Luna zum ersten Mal Aggression. Als Sarahs Mutter zu Besuch kam und sich über das Bettchen beugte, um ihre Enkelin zu bewundern, geschah etwas Schockierendes. Luna, die normalerweise eine sanftmütige Katze war, fing plötzlich an zu fauchen. Ihre Haare stellten sich auf, ihre Augen wurden zu schmalen Schlitzen und sie positionierte sich zwischen der Großmutter und dem Baby. »Luna, was ist los mit dir?« rief Sarah erschrocken. So hatte sie ihre Katze noch nie erlebt. Die Großmutter zog sich erschrocken zurück und Luna beruhigte sich erst, als sie wieder allein mit Emma war. Dieses Verhalten wiederholte sich bei jedem Besucher. Freunde, Nachbarn, sogar Michael, wenn er sich Emma näherte, während Luna Wache hielt,
wurde die Katze angespannt und defensiv. Die Verzweiflung der Eltern. Wir wussten nicht mehr, was wir tun sollten, erzählt Michael. Luna war wie besessen. Sie schlief nicht, sie aß kaum und sie ließ niemanden in die Nähe unserer Tochter. Wir begannen uns zu fragen, ob sie eine Gefahr für Emma darstellte. Die schlaflosen Nächte zermürbten die jungen Eltern zusätzlich. Nicht nur, weil Emma alle paar Stunden gefüttert werden musste, sondern auch, weil Luna ständig unruhig war. Sie miaute, kratzte an den Wänden und lief rastlos im Kinderzimmer auf und ab. Sarah begann im Internet zu recherchieren. Sie las Artikel über Katzen, die eifersüchtig auf Babys reagierten, über Fälle, in denen Haustiere aggressiv wurden. Die Geschichten, die sie fand, machten ihr Angst. »Vielleicht sollten wir Luna für eine Weile zu meiner Schwester geben«, schlug Michael vor. »Nur bis sie sich beruhigt hat.« Es war ein Vorschlag, der Sarah das Herz brach, aber sie begann ernsthaft darüber nachzudenken. Die entscheidende Nacht. Am 15. März, genau 3 Wochen nach Emmas Geburt, erreichte die Situation ihren Höhepunkt. Luna war an diesem Tag besonders unruhig gewesen. Sie hatte den ganzen Tag über miaut, war im Kinderzimmer auf und ab gelaufen und hatte sich geweigert, auch nur für einen Moment das Zimmer zu verlassen. »Sie war wie ein Tier im Käfig«, beschreibt Sarah die Szene. »Ich hatte noch nie eine Katze so verhalten sehen. Es war, als würde sie versuchen, uns etwas zu sagen, aber wir verstanden nicht was.« Michael und Sarah gingen an diesem Abend früh ins Bett, erschöpft von den Wochen mit wenig Schlaf und der ständigen Sorge um Lunas Verhalten. Sie hatten beschlossen, am nächsten Tag einen Termin mit einem Tierverhaltensexperten zu vereinbaren. Um 3:47 Uhr morgens wachte Sarah von einem Geräusch auf, das sie noch nie zuvor gehört hatte. Luna miaute nicht nur, sie schrie. Es war ein durchdringender, verzweifelter Laut, der Sarah sofort hellwach werden ließ. Der Schockmoment. Sarah sprang aus dem Bett und rannte ins Kinderzimmer. Was sie dort sah, ließ ihr das Blut in den Adern gefrieren. Emma lag in ihrem Bettchen, aber etwas stimmte nicht. Ihre Atmung war flach und unregelmäßig, ihre Lippen hatten einen bläulichen Schimmer angenommen. »Michael!« schrie Sarah, während sie Emma vorsichtig aus dem Bettchen hob. Das Baby war schlaff, reagierte kaum auf ihre Berührung. »Ruf den Notarzt, sofort!« Luna saß neben dem Bettchen und miaute weiter. Aber jetzt klang es anders. Nicht mehr verzweifelt, sondern fast erleichtert, als hätte sie endlich geschafft, was sie wochenlang versucht hatte. Michael wählte den Notruf, während Sarah verzweifelt versuchte, Emma zu wecken. »Mein Baby atmet nicht richtig«, sagte er dem Dispatcher. »Bitte, schicken Sie sofort einen Krankenwagen.« Die Rettung. Die Sanitäter trafen innerhalb von 4 Minuten ein. 4 Minuten, die über Leben und Tod entschieden. Als sie das Kinderzimmer betraten, arbeiteten sie sofort daran, Emmas Atmung zu stabilisieren. »Das Baby hat einen kritischen Sauerstoffmangel«, erklärte der leitende Sanitäter, während er Emma mit einer kleinen Sauerstoffmaske versorgte. »Wir müssen sofort ins Krankenhaus.« Während die Sanitäter Emma für den Transport vorbereiteten, bemerkte einer von ihnen Luna, die immer noch neben dem Bettchen saß. »Ist das Ihre Katze?« fragte er. »Sie hat wahrscheinlich das Leben Ihres Babys gerettet. Tiere spüren oft medizinische Notfälle, bevor Menschen sie bemerken.« Im Krankenwagen, während Emma mit Sauerstoff versorgt wurde und die Monitore ihre Vitalwerte überwachten, begann Sarah zu verstehen, was in den letzten 3 Wochen wirklich passiert war. Die medizinische Diagnose. Im Kinderkrankenhaus von Portland übernahm Dr. Jennifer Walsh, eine erfahrene Kinderkardiologin, Emmas Behandlung. Nach einer Reihe von Tests und Untersuchungen hatte sie eine Diagnose, die alles erklärte. Emma leidet an einem angeborenen Herzfehler, erklärte Dr. Walsh den besorgten Eltern. Es ist ein Zustand namens hypoplastisches Linksherzsyndrom, eine seltene, aber ernste Erkrankung, bei der die linke Seite des Herzens unterentwickelt ist. Diese Erkrankung kann zu plötzlichen Atemaussetzern und Sauerstoffmangel führen, fuhr sie fort. Das Tückische daran ist, dass Babys mit diesem Zustand oft wochenlang normal erscheinen, bevor sie einen lebensbedrohlichen Anfall erleiden. Sarah und Michael waren schockiert.
Aber sie schien doch gesund, sagte Sarah unter Tränen. Alle Untersuchungen nach der Geburt waren normal. Das ist leider typisch für diese Erkrankung, erklärte Dr. Walsh. Die Symptome sind sehr subtil und werden oft übersehen, bis es zu einer Krise kommt. Wenn Sie nicht aufgewacht wären, als Sie es taten. Sie ließ den Satz unvollendet, aber die Implikation war klar. Die wissenschaftliche Erklärung. Dr. Walsh erklärte weiter, was Ihre Katze getan hat, ist medizinisch durchaus dokumentiert. Tiere haben außergewöhnliche Sinne, die es ihnen ermöglichen, physiologische Veränderungen zu erkennen, die für Menschen unmerklich sind. Katzen können Veränderungen im Herzrhythmus hören, die für das menschliche Ohr unhörbar sind. Sie können hormonelle Schwankungen riechen, die bei Stress oder Krankheit auftreten. Sie können hormonelle Schwankungen riechen, die bei Stress oder Krankheit auftreten. Ihr Geruchssinn ist etwa 14 Mal stärker als unserer. Dr. Sarah Thompson, eine Tierverhaltensforscherin, die später zu dem Fall konsultiert wurde, bestätigte: Es gibt hunderte dokumentierte Fälle, in denen Haustiere medizinische Notfälle erkannt haben. Hunde, die Epilepsieanfälle vorhersagen, Katzen, die Krebs erschnüffeln, Vögel, die vor Herzinfarkten warnen. Was bei Luna besonders bemerkenswert ist, fügte Dr. Thompson hinzu, ist die Dauer und Intensität ihres Verhaltens. 3 Wochen lang hat sie praktisch ununterbrochen Wache gehalten. Das zeigt eine außergewöhnliche Bindung und einen starken Schutzinstinkt. Die Operation und Genesung. Emma musste sich einer komplexen Herzoperation unterziehen, der ersten von mehreren, die in den kommenden Jahren nötig sein würden. Die Operation dauerte 6 Stunden, während denen Sarah und Michael in der Wartezone des Krankenhauses ausharrten. Zu Hause wartete Luna. Zum ersten Mal seit Wochen verließ sie das Kinderzimmer und ging zu ihrem Futternapf. Es war, als wüsste sie, dass ihre Mission erfüllt war, dass Emma nun in sicheren Händen war. Die Operation war erfolgreich. Dr. Walsh erklärte, dass Emma zwar weitere Eingriffe benötigen würde, aber mit der richtigen medizinischen Betreuung ein normales Leben führen könnte. Ohne die frühe Erkennung hätten wir Emma verloren, sagte Dr. Walsh zu den Eltern. Ihre Katze hat buchstäblich das Leben ihres Kindes gerettet. Das emotionale Wiedersehen. Nach einer Woche im Krankenhaus durfte Emma endlich nach Hause. Sarah und Michael waren nervös. Wie würde Luna reagieren? Würde sie ihr obsessives Verhalten wieder aufnehmen? Als sie das Haus betraten, wartete Luna bereits an der Tür. Aber ihr Verhalten war völlig anders. Sie war ruhig, entspannt, fast friedlich. Als Sarah Emma ins Kinderzimmer brachte, folgte Luna ihnen, aber ohne die Anspannung der vergangenen Wochen. Luna schnupperte vorsichtig an Emma, leckte sanft ihre kleine Hand und legte sich dann neben das Bettchen. Aber diesmal war es anders. Sie war entspannt, ihre Augen waren nicht mehr starr auf das Baby gerichtet. Sie schnurrte leise, ein Zeichen der Zufriedenheit. Es war, als hätte sie gewusst, dass Emma jetzt sicher war, erzählt Sarah unter Tränen. All die Wochen der Sorge, der schlaflosen Nächte, der Angst. Luna hatte versucht, uns zu warnen, und wir hatten es nicht verstanden. Die Anerkennung. Die Geschichte von Luna und Emma verbreitete sich schnell in der Gemeinde. Die örtliche Zeitung schrieb einen Artikel über die Heldin auf 4 Pfoten, und bald meldeten sich lokale Nachrichtensender. Die Feuerwehr von Portland verlieh Luna eine spezielle Auszeichnung für außergewöhnlichen Mut und Hingabe. Bei der Zeremonie saß Luna ruhig auf Sarahs Schoß, während Emma friedlich in ihren Armen schlief. Helden kommen in allen Formen und Größen, sagte Feuerwehrchef Martinez bei der Zeremonie. Heute ehren wir einen Helden, der zwar nicht sprechen kann, aber dessen Taten lauter sprechen als Worte. Das Leben danach. Heute, 2 Jahre später, ist Emma ein gesundes, fröhliches Kleinkind. Sie hat bereits 2 weitere Herzoperationen hinter sich,
Aber die Ärzte sind optimistisch für ihre Zukunft. Und Luna? Sie ist immer noch Emmas treue Beschützerin. Die Bindung zwischen den beiden ist außergewöhnlich. Emma lernt gerade laufen und Luna folgt ihr auf Schritt und Tritt. Nicht mehr obsessiv wie früher, sondern liebevoll und beschützend. Wenn Emma weint, ist Luna sofort da. Wenn Emma schläft, liegt Luna in der Nähe. Sie sind unzertrennlich, sagt Sarah. Emma sagt noch nicht viele Worte, aber Luna war eines der ersten. Sie versteht instinktiv, dass Luna etwas Besonderes ist. Michael fügt hinzu: Wir hatten überlegt, Luna wegzugeben, weil wir ihr Verhalten nicht verstanden. Heute wissen wir, dass sie der Grund ist, warum unsere Tochter noch lebt. Wir werden ihr für den Rest ihres Lebens dankbar sein. Die größere Bedeutung. Dr. Thompson, die Tierverhaltensforscherin, nutzt Lunas Geschichte jetzt in ihren Vorlesungen und Forschungen. Dieser Fall zeigt uns, wie viel wir noch über die Fähigkeiten unserer Haustiere lernen müssen, sagt sie. Wir neigen dazu, Tiere zu unterschätzen, ihre Intelligenz und ihre emotionalen Fähigkeiten zu übersehen. Lunas Geschichte erinnert uns daran, dass die Bindung zwischen Mensch und Tier tiefer geht, als wir oft verstehen. Die Familie Chen hat eine kleine Stiftung gegründet, um das Bewusstsein für angeborene Herzfehler bei Neugeborenen zu schärfen. Sie arbeiten auch mit Tierheimen zusammen, um die Adoption von Katzen zu fördern. Wenn unsere Geschichte auch nur einem anderen Baby das Leben rettet oder einer Katze ein Zuhause gibt, dann hat Lunas Mut einen noch größeren Zweck erfüllt, sagt Sarah. Epilog. An einem sonnigen Nachmittag im Garten spielen Emma und Luna zusammen. Emma, jetzt 2 Jahre alt, wirft einen Ball und Luna tut so, als würde sie ihn jagen, obwohl Katzen normalerweise nicht apportieren. Aber Luna ist keine normale Katze. Sarah und Michael beobachten die Szene vom Fenster aus. Manchmal denke ich daran, was passiert wäre, wenn wir Luna damals weggegeben hätten, sagt Sarah leise. Aber das haben wir nicht, antwortet Michael und legt den Arm um seine Frau. Und Emma ist hier, gesund und glücklich, weil Luna nie aufgegeben hat. In der Ferne miaute Luna leise. Nicht der verzweifelte Schrei von damals, sondern ein zufriedenes, liebevolles Geräusch. Ein Geräusch, das zu sagen scheint: Alles ist gut, ich passe auf. Und das tut sie, jeden Tag, jede Nacht. Denn manche Bindungen sind stärker als Worte, tiefer als Verständnis und dauerhafter als Zeit. Die Bindung zwischen Luna und Emma ist eine davon. Eine Erinnerung daran, dass Liebe und Hingabe keine Grenzen kennen, nicht einmal die zwischen den Arten. Ende der Geschichte. Diese wahre Geschichte zeigt uns, dass die Helden in unserem Leben manchmal auf 4 Pfoten kommen, mit Fell und Schnurrhaaren, aber mit einem Herzen so groß wie das Universum. Luna rettete nicht nur Emmas Leben, sie lehrte eine ganze Familie, was bedingungslose Liebe wirklich bedeutet. Katze weigert sich, Neugeborenes allein zu lassen. Der Grund wird dich zum Weinen bringen. Die Wissenschaft hinter dem Wunder. Aber wie genau konnte Luna Emmas Herzfehler erkennen, wenn selbst die Ärzte ihn übersehen hatten? Die Antwort liegt in den außergewöhnlichen Fähigkeiten, die unsere Haustiere besitzen, aber die wir oft unterschätzen. Professor Dr. Klaus Weber von der Veterinärmedizinischen Universität Wien erklärt: Katzen können Herzfrequenzen bis zu 1000 Schläge pro Minute wahrnehmen. Ein menschliches Herz schlägt normalerweise 60 bis 100 Mal pro Minute, aber Katzen hören jede kleinste Unregelmäßigkeit. Zusätzlich können sie Pheromone und Stresshormone riechen, die bei Krankheit freigesetzt werden. Ihr Geruchssinn ist so präzise, dass sie sogar den süßlichen Geruch erkennen können, der bei bestimmten Stoffwechselstörungen auftritt. Dr. Maria Santos, eine Spezialistin für Mensch-Tier-Bindungen, fügt hinzu: Was bei Luna besonders bemerkenswert war, ist ihre emotionale Intelligenz. Sie erkannte nicht nur ein medizinisches Problem, sondern entwickelte auch eine Strategie, um die Aufmerksamkeit der Eltern zu erlangen. Andere dokumentierte Fälle. Lunas Geschichte ist nicht einzigartig. Weltweit gibt es hunderte ähnlicher Fälle, die die außergewöhnlichen Fähigkeiten unserer Haustiere belegen. In Japan rettete ein Shiba Inu namens Hachiko das Leben seines Besitzers, indem er ihn vor einem Herzinfarkt warnte. In Australien erkannte eine Katze namens Missy Brustkrebs bei ihrer Besitzerin, Monate bevor die Ärzte ihn diagnostizierten.
Diese Fälle zeigen uns, dass Tiere nicht nur unsere Begleiter sind, sagt Dr. Santos. Sie sind unsere Beschützer, unsere Frühwarnsysteme, unsere stillen Wächter. Die Auswirkungen auf die Medizin. Emmas Fall hat auch die medizinische Gemeinschaft beeinflusst. Das Kinderkrankenhaus von Portland hat neue Protokolle eingeführt, die das Verhalten von Haustieren als möglichen Indikator für unentdeckte Gesundheitsprobleme berücksichtigen. Dr. Walsh erklärt: Wir fragen jetzt routinemäßig Eltern, ob ihre Haustiere ungewöhnliches Verhalten zeigen. Es ist ein zusätzliches Diagnosewerkzeug, das Leben retten kann. Lunas Geschichte hat uns gelehrt, dass wir alle verfügbaren Informationsquellen nutzen sollten, auch die vierbeinigen. Die emotionale Heilung. Aber Lunas Einfluss ging über die medizinische Rettung hinaus. Sie half auch bei der emotionalen Heilung der Familie. Sarah erzählt: Nach Emmas Diagnose fühlten wir uns so hilflos, so schuldig. Warum hatten wir es nicht bemerkt? Warum hatten die Ärzte es nicht gefunden? Aber Luna zeigte uns, dass manchmal die Antworten von unerwarteten Quellen kommen. Sie lehrte uns, auf die kleinen Zeichen zu achten, nicht nur bei Emma, sondern im Leben allgemein. Manchmal sind die wichtigsten Botschaften die leisesten. Michael fügt hinzu: Luna hat nicht nur Emmas Leben gerettet, sie hat unsere ganze Familie gerettet. Sie hat uns gezeigt, was bedingungslose Liebe wirklich bedeutet. Die Zukunft. Heute arbeitet die Familie Chen mit Forschern zusammen, um mehr über die Fähigkeiten von Haustieren bei der Krankheitserkennung zu lernen. Emma, jetzt 3 Jahre alt, ist ein lebendiger Beweis für die Kraft der frühen Erkennung. Emma wird weitere Operationen brauchen, sagt Dr. Walsh. Aber dank der frühen Diagnose sind ihre Aussichten ausgezeichnet. Sie kann ein völlig normales Leben führen. Luna, jetzt 6 Jahre alt, ist immer noch Emmas treue Begleiterin. Sie hat gelernt, dass ihre Wachsamkeit nicht mehr so intensiv sein muss, aber sie ist immer da, ein stiller Wächter, der niemals vergisst. Die Botschaft der Geschichte: Wenn wir heute Emma und Luna zusammen sehen, Emma, die fröhlich durch den Garten läuft, während Luna entspannt im Schatten liegt, aber immer ein wachsames Auge auf ihr kleines Mädchen hat, dann verstehen wir die wahre Bedeutung dieser Geschichte. Es geht nicht nur um eine Katze, die ein Baby rettete. Es geht um Vertrauen, um die Bereitschaft zuzuhören, auch wenn wir nicht verstehen. Es geht um die Erkenntnis, dass Liebe viele Formen annehmen kann. Manchmal kommt sie auf 4 Pfoten, mit Schnurrhaaren und einem Herzen voller Hingabe. Sarah fasst es am besten zusammen. Luna hat uns gelehrt, dass Familie nicht nur aus Menschen besteht. Familie sind alle, die bereit sind, alles für dich zu geben, auch wenn sie nicht sprechen können. Das Vermächtnis. Die Geschichte von Luna und Emma hat Menschen auf der ganzen Welt inspiriert. Tierheime berichten von einem Anstieg der Katzenadoptionen, nachdem die Geschichte bekannt wurde. Ärzte sind aufmerksamer für die Berichte von Eltern über ungewöhnliches Haustierverhalten geworden. Aber vielleicht ist das wichtigste Vermächtnis die Erinnerung daran, dass wir nie aufhören sollten, auf die zu hören, die uns lieben, auch wenn sie eine andere Sprache sprechen. Dr. Thompson schließt mit den Worten: Lunas Geschichte zeigt uns, dass Intelligenz und Liebe nicht an Sprache gebunden sind. Manchmal sind die weisesten Stimmen die, die ohne Worte sprechen. Heute. An einem warmen Sommerabend sitzt die Familie Chen auf ihrer Veranda. Emma, jetzt ein lebhaftes Kleinkind, spielt mit ihren Spielsachen, während Luna in der Nähe döst. Die Narbe von Emmas letzter Operation ist kaum noch sichtbar und ihr Lachen erfüllt die Luft. Manchmal schaue ich sie an und kann kaum glauben, dass wir sie fast verloren hätten, sagt Sarah leise zu ihrem Mann. Aber wir haben sie nicht verloren, antwortet Michael. Dank Luna. Als ob sie ihren Namen gehört hätte, öffnet Luna ein Auge und blickt zu Emma hinüber. Das kleine Mädchen krabbelt zu ihr und kuschelt sich an das warme Fell. Luna schnurrt leise, ein Geräusch des Friedens, der Zufriedenheit, der erfüllten Aufgabe. In diesem Moment ist alles perfekt. Eine Familie, vereint durch Liebe, beschützt durch Hingabe und geheilt durch die Kraft einer Bindung, die stärker ist als Worte. Epilog. Die ewige Wache. Heute, 4 Jahre nach jener schicksalhaften Nacht, ist Emma ein gesundes, fröhliches Kind. Sie geht in den Kindergarten, spielt mit Freunden und träumt davon, eines Tages Tierärztin zu werden. Wie Luna, sagt sie. Luna ist jetzt eine ältere Dame von 7 Jahren, aber ihre Liebe zu Emma ist ungebrochen. Jeden Abend, wenn Emma ins Bett geht, liegt Luna neben ihrem Bett. Nicht mehr mit der angespannten Wachsamkeit von früher, sondern mit der ruhigen Gewissheit, dass alles gut ist.
Luna hat uns gezeigt, dass Helden nicht immer Umhänge tragen, sagt Sarah, während sie ihre Tochter und ihre Katze beim Schlafen beobachtet. Manchmal haben sie Fell und Schnurrhaare und ein Herz, das größer ist als sie selbst. Und so endet unsere Geschichte. Nicht wirklich ein Ende, sondern ein neuer Anfang. Denn jeden Tag schreibt diese außergewöhnliche Familie ein neues Kapitel ihrer Geschichte, beschützt von der stillen Wächterin, die niemals vergisst, niemals aufgibt und niemals aufhört zu lieben. Luna mag nur eine Katze sein, aber sie ist auch ein Beweis dafür, dass die größten Wunder oft in den kleinsten Paketen kommen. Und dass Liebe, wahre, bedingungslose Liebe, keine Grenzen kennt. Call to Action. Diese unglaubliche Geschichte von Luna und Emma zeigt uns, wie tief die Bindung zwischen Mensch und Tier sein kann. Aber sie ist nicht die einzige Geschichte ihrer Art. Habt ihr schon einmal erlebt, dass euer Haustier etwas gespürt hat, was ihr übersehen habt? Oder kennt ihr ähnliche Geschichten von tierischen Helden? Teilt eure Erfahrungen in den Kommentaren. Ich lese jeden einzelnen und antworte persönlich. Wenn euch diese Geschichte berührt hat, lasst gerne ein Like da und teilt das Video mit euren Freunden und Familie. Geschichten wie diese verdienen es, gehört zu werden. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren herzerwärmenden Geschichten über die unglaubliche Verbindung zwischen Mensch und Tier verpasst. Bis zum nächsten Video und denkt daran, manchmal kommen die größten Helden auf 4 Pfoten.